Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und der unbegrenzten Kalorien. Knapp 3/4 aller Amerikaner sind übergewichtig, fast die Hälfte sogar fettleibig und damit gehört das Land zu den Spitzenreitern weltweit. Kein Wunder, denn an jeder Ecke lauern Fastfood-Giganten, die das ultimative Paradies für Food-Enthusiasten und gleichzeitig der Endgegner jeder Diät sind. Und genau deshalb stellen wir uns am letzten Tag in den USA einer der härtesten und gleichzeitig dümmsten Food-Challenges überhaupt, die 10.000 Kalorien-Challenge. Die Spielregeln sind einfach. Jeder von uns muss innerhalb von 24 Stunden 10.000 Kalorien verdrücken. Schätzwerte zählen nicht, das bedeutet, jede Mahlzeit muss eine ganz klare Kalorienangabe haben. Und sollte jemand kotzen, werden 1.000 Kalorien als Strafe abgezogen. Nebenbei versuchen wir Fastfood-Ketten zu testen, die es in Deutschland nicht gibt. Und das Ganze muss bis Punkt 0 Uhr erledigt sein, denn unser Flieger hebt um 3 Uhr ab. Aber gut, ich rede schon wieder zu lange und Action. Wir gehen uns vollballern mit 20.000 Kalorien. Da kommen die Ersten, die hier irgendwie in einem Lauf mitmachen. Andere wegen Übergewichtigkeit kämpfen. Ballern das halt voll. Wir sind angekommen im ersten Spot, Rosetta. Oh, sieht zu edel aus. Wir werden arm in der Challenge. We're doing a calorie challenge. Do you know how many calories? The calorie is very, very high. But Yeah? we need to know an exact number. No. You don't have a specific number? Okay, thanks a lot. Wir kannten ihre Kalorien nicht, auch auf Nachfrage. Wir hätten das gerne gegessen, weil es sah lecker aus. Es ist kein Gamble, die Challenge. Wir machen the real deal, deswegen geht's ab zum nächsten. Oh Mann, Alter. Die Challenge hat nicht schon angefangen und wir haben schon Probleme. Und wir sind beim ersten Spot angekommen. Wir starten mit Dunkin' Donuts. Die haben als einziges offen jetzt hier. Wir haben jetzt zweimal den Toasted Coconut für 4,30. Einmal den Glazed Stick, oben in der Mitte für 4,70. Und dann noch den Chocolate Chip Muffin in der Mitte für 55. Das bringt uns insgesamt auf knapp 1,8, 1,9. So, der erste Kauf der Challenge wurde getätigt. Dunkin' Donuts. Unsere erste Calories. Macht ungefähr 2K. Das erste Meal. Bist du ready, Bro? Frühstück. Let's do this. Es ist 9:07 Uhr, wir fangen jetzt mit dem ersten Meal an, let's go. Coconut, Donuts. Wir gehen hier komplett ohne Vorbereitung rein. Die letzten Tage habe ich gefühlt gefastet. Ich habe nie gegessen, weil ich so viele Sachen machen musste. Egal, die 10K werden gerockt. Der Anfang Stick, Digga, ist richtig gleich drauf. Erster Donut dann. Wir haben den schlechtesten Start ausgewählt, den du dir vorstellen kannst. Das Ganze ist dasselbe wie 2 Medium Shakes. Das ist nur Kohlenhydrate, Bro. Das ist nur Teig. Die 20K werden gerockt heute, egal was passiert. Merkst du jetzt schon. Thank. In Folge, ich habe gerade einen 800er Intus. Ich merk schon Zucker. Ja, ich auch. Das ist überhaupt nicht geil. Vor mir geht's gar nicht gut, gell? Der Zuckerintake, Ja. der Zuckerschock. Der Zuckershop ist crazy. Man merkt es richtig. Wäre das jetzt ein Burger? Ich schwöre, es wird 10-mal einfacher. Ja, Alles wäre einfacher als das, glaube ich. ja. Alles, wirklich alles. Das sind Idiots. Ich kann es nicht mehr sehen eigentlich. Stellt euch einfach Teig vor, voll mit Zucker. Das war's. Kein Geschmack. Ganz nix. genau. Ganz Einfach genau nix. so. Einfach nur Zucker. Kein Geschmack. Aber ich glaube, mir geht's nicht gut, gell? Jetzt mach ich gut. Ich spule meinen Bauch komplett in meinen Kopf auf. Ja, Kopf. Das brummt so ein bisschen, ja? Was sind wir für Bitch-Asses eigentlich? Aber sonst ist es doch nicht so schlimm, wenn wir essen. Es ist auch 1-2 K Promille manchmal. Es ist nur Zucker, Bro, nur. Den Muffin keep ich für später, ohne Spaß. Ja. Ich geht jetzt nicht. Ich geht nicht. Den Muffin, der wird später gegessen in der Challenge. Jetzt nicht. Ich habe jetzt 2 Donuts und einen Glazed Stick gegessen. Damit bin ich bei knapp 1,4. Das ist eine taktische Pause. Jetzt mache ich erstmal Sport, damit ich irgendwie was abbauen kann. Und dann wieder hungrig mein nächstes Zeug essen kann. Let's go. Bruder, wenn die Ausführung ist, 0 von 10. Machst du Schluss hier oder isst du noch? Mach den noch zu Ende. Ja. Es ist 9:30 Uhr jetzt. Was sagen die Gemüter? Das war tragisch. Es ist echt eine Tragödie. Dunkin' Donuts ist hier. Direkt gegenüber ist noch Maggie. Da holen wir jetzt einen Shake zum Runterspülen, zum Runterkommen und um wieder ein bisschen zu regenerieren. Willkommen bei der nächsten Raststätte. Wir haben jetzt zweimal den Strawberry Shake. 58 Calories, Large Strawberry Shake. Let's go. Whipped Cream nochmal 60 Calories on top. Die haben wir jetzt nochmal drauf. Jetzt haben wir 2 Strawberry Shakes mit 58 und 60. Das macht ein Total 910. 910, die ballern wir jetzt in Richtung nächstes Ziel. 910 hat der Shake. Das wären im äquivalenten Verhältnis dazu in Dunkin' Donuts wahrscheinlich 2,5 Donuts. Und das Ding hier ist halt deutlich einfacher runter zu exen. Deswegen absolut richtige Entscheidung. Was fährt hier vorbei? Advertise on Robots. Oder was? Hello, can you hear me? Stupid ass. Wie findest du den Shake? Das ist besser als der Dunkin' Donuts Atrocious Einkauf. 10:22 Uhr. Jetzt geht's erstmal Richtung Shake Shack. Da holen wir unser mögliches Frühstück mal ab. Irgendwie so ein Meal mit einem Burger oder so. Pommes. Dann sind wir bei 3,5 ungefähr, vielleicht sogar 3,8. Die 10K werden wir schon schaffen eigentlich, würde ich sagen. Shake Shack, erste paar Minuten. Hier werden die ersten Kunden sein. Das allererste, was wir machen werden in Shake Shack, ist erstmal in die Toilette gehen.
Phaedon kann es kaum erwarten, reingelassen zu werden. Also, wir haben jetzt Folgendes bestellt. Angus Beef Burger und zwar im Double. Double 11,99, 830 Kilokalorien. Zusätzlich haben wir Bacon Cheese Fries 6,99 für 840 Kilokalorien. Zusammengerechnet macht das dann 1670 Kilokalorien. Und das ist im Endeffekt unser Brunch. Die Shakes sind by the way auch gleich durch. Oh mein Gott, Bro. Schaut euch die Burger an. Bro, es ist ein Brett. Ich habe Angst vor ihr. Ich hab auch Angst. Ich habe gerade einfach... Pommes sind geil. Das erste Essen, das richtig Geschmack hat. Ich habe das Gefühl, ich werde kotzen. Nicht jetzt, aber ich meine in der Challenge. Ich kann mir es aber nicht leisten, minus 1K zu stehen. Das geht nicht. Es muss drinnen bleiben. Ich brauche eine taktische Pause. 2 von diesen Coconut Donuts, Bro. Ich muss daran denken, wird mir schlecht. Ich glaube, das war das schlechteste Essen, was ich in meiner ganzen Karriere hatte. Pommes sind jetzt zur Hälfte fertig. Das ist richtig einfach. Ich bin dead inside, ich schwör's dir. Jetzt geht's erst richtig los, by the way. Jetzt kommt das Brett hier, dieser Burger. Jetzt mal no joke, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass du kotzen wirst. Weiß ich nicht. Aber ich bin kurz am Bursche. Meine Pommes ist auch durch. Okay, Burger-Standpunkt so. Vielleicht so 40% habe ich noch. Phaedon hat vielleicht noch 60%. Das ist der unhealthiest day. In my life. Ja, schlimmer geht's ja gar nicht. Du isst nur Kacke und dann noch viel davon. Bro, das wird nicht kleiner einfach. Bro, das Ding ist genau preislich noch 10 Minuten. Hast du überhaupt gegessen? Es wird nicht kleiner. Gerade kickt's komplett rein. Wer isst so ein Scheiß? Wer isst so eine Kacke, Digga? Wir haben nicht mal die Hälfte der Challenge durch, dann sind 4K erst durch. Du hast noch nicht mal die Hälfte des Burgers durch. Es wird nicht mehr geredet. Wir sind seit knapp 3 Stunden am Essen. Nur am Essen. Am Essen. Aber dafür haben wir jetzt dann gleich schon 4000 Kalorien. Dann, Ich habe noch so 4, 5 Bites vor mir. Phaedon schafft es. Ich kann keinen Steak mehr sehen eigentlich gerade. Shake das stimmt. Aber Shake ist auch fast fertig. So far so good. Wir sind on track. Phaedon ist gerade im Sprint. Fertig. Yes, sir. 12:07 Uhr. Wir haben 1 Stunde gebraucht, um 1600 Kalorien zu essen. Der Shake schmeckt fatal. Als wir das Ding bekommen haben, war ich überglücklich. Das ist das größte Rotzding. Es ist wirklich schlecht. Für mich ist Shake Shack so eine 7. Ich würde es unter Raising Cane's packen, aber solide. War ganz gut. Jetzt sind wir bei 3,5, 4. Wenn wir das noch zu Ende machen. Und unseren Muffin oder Bagel, Donut, was auch immer. Ah, hell nah. Ich kann den nicht mehr essen. Ja, Bro, jetzt erstmal Pause jetzt. Jetzt ist Essen erstmal wir als Pause. allerletztes. Wir machen jetzt eine Pause und in der Pause schauen wir mal, was abgeht. Wir gehen Richtung Strand. Der Shake Mein ist Milkshake done. ist finished. Er ist finished. Ja, da ist noch. Ja, ich bin ein Bad Friend, Bro. Jonas hat seinen Milkshake Jetzt gefinisht. ist finished, Digga. Jetzt kotze ich gleich auf Straße. Minus 1K, Brother. Phaedon X sein Shake. Wie schmeckt's? Got the camera. Na, geht nicht. Ich kann auch einmal lecken dran. Finally mit dem Shake Shack durch, mit Maggie durch. Danke, Donuts. Fehlt nur noch ein Produkt. Nach fast 3 Stunden Nonstop Essen hatten wir uns eine Pause mehr als verdient. Perfektes Timing, denn genau heute fand ein Antikmarkt statt. Also haben wir uns ein bisschen treiben lassen, durch die Stände geschlendert und uns sogar eine Kunstausstellung angeschaut. Man merkt einfach, wie künstlerisch und kreativ Miami ist. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. So, wir sind vom 7-Eleven. Wir haben uns dazu entschieden, dieses gute Stückchen zu kaufen. Watermelon Juice, irgendwas. Das Ding hat 350 Kalorien. Ich hoffe, es schmeckt einfach. Das war gerade ein Last-Minute-Call. Alles gut. Ja? Zufrieden? Ja. Ziel ist jetzt, einen Cheesecake beim berüchtigten Cheesecake Factory zu ballern. Pro Stück 1700 Kalorien. Das esse ich nicht mal an einem Tag. Cheesecake Factory. Wir werden verrecken. Ich habe richtig Angst gerade. Wir haben uns jetzt entschieden für diesen Chocolate Cake hinten. Der hat nicht viel drumherum und drauf und liegt bei 1,4 Kalorien pro Slice. We're doing like a calorie challenge, so we need to know, is the cream in the calorie of the slice? Or how much calorie does the cream have? I think it's like 30 calories each dollop. Okay. Oh, wie leicht der ist. 1,4 dafür. Das ist schon machbar. Es ist legit machbar. ist leicht. Boah, der ist ganz übel. Wenn du jetzt nicht konntest, Digga, dann wird's halt später, Bro. Die Frage ist nur wann. Dann bist du erstmal 1K resettet. Nein. Aber wenn ich jetzt reset werde auf 3, 6 oder so. Wenn man resettet wird, dann ist die Challenge durch. Das macht keinen Sinn. Dann hört man auf. Was sind wir eigentlich für Weicheier? Ich quitte die Challenge. Du hörst richtig. That's it.
Ich kann echt nicht quitten. Es ist zu spät zum Quitten. Du kannst nicht eine Challenge anfangen und dann mittendrin einfach aufhören, weil du Pussy-ass-Bitch bist. Ich habe schon so viel Geld gedroppt, diese Drecksernährung. Feldon ist gut dabei. Wenn mir jemand in den Bauch schlägt, also mit so 5%, ich schwöre ich Gott, das war's. Also wer eigentlich mal mitreisen möchte, der kann gerne ein Dossier einschicken von Dingen, die er gemacht hat, die beweisen, dass er bei so einer Scheiße noch weitermachen würde und nicht quitten würde. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr dabei. Wir brauchen ein gut bestücktes Portfolio an dummen Challenges, die bereits erfüllt worden sind von dem einen oder anderen, damit er die Chance hat, sich bei uns zu bewerben. Also wer mal irgendwas von mindestens einer 10K-Challenge gemacht hat, der ist schon dabei. Da hat man sein Mental Fortitude schon bewiesen. Der Kuchen vertraut mir, das ist eine Bombe. Der sieht so unscheinbar aus, so richtig chillig. Aber der ballert einen komplett in eine andere Galaxie. Wir sind da reingesteppt in den Laden, wir dachten 1,5 für den Kuchen, Bro, easy. In der Mitte ist Mousse, oben ist Mousse und unten ist Biscuit mit Schokolade. Wir verrecken einfach immer von mir zu mir. Das kannst du keinem erzählen. Mein Saft ist fast leer. So, meine Flasche ist leer. Ich bin jetzt circa bei 4400 Kalorien. Ich brauche einen Drink, Bro. Soll ich Wasser holen? Baller mir jetzt das rein, Digga. Sun is done. Aber go for it, ich schwör's Bro, dir. das kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Das ist ein komplettes Brett. Das ist schlimmer als der 20 Layer. Ja. By far. By far. Oh, gerade kannst du ja auch hoch. Es ist mittlerweile 16:30 Uhr. Ich brauche einfach einen Blowjob. Wahrscheinlich hat es heute Nacht Geschmack. Oh, der wird richtig sugary Taste geben. So, meine Spermien sind da gar nicht mehr drin, Digga. Sind alle abgestorben. Guck mal, wir machen einmal so eine Challenge. Da haben wir es dann. Ever. Da haben wir es abgehakt. Das ist schon 6K Deep. Das heißt 16 Uhr. So weit werden wir nicht nochmal kommen. Außer wir stehen früher auf. Wir haben die Challenge halt auch um 9 erst angefangen. Das Zeitmanagement war jetzt auch nicht optimal. Aber nicht nur von unserer Seite aus, sondern die Geschäfte öffnen halt auch erst um 9. Fastfood-Ketten um 10. Vielleicht wäre es besser für uns gewesen, wenn Dunkin' Donuts heute geschlossen hätte. Ich sag dir ehrlich. Viel besser gewesen. Die Challenge war zum Scheitern verurteilt, als wir dort angefangen haben. Dass wir immer noch dran sind, ist eigentlich ein Achievement. Mind over Body. Wir müssen den Kuchen finishen. Der killt Oh, uns, ich je schwör's, länger wir reicht. warten. Es bringt nichts zu warten. Der killt uns, je länger wir warten. Man denkt, man recovert, wenn man wartet. Man kann Man recover kann nicht, weil gar man die nicht, ganze Zeit Digga. anschauen muss und weiß, es geht gleich weiter. Mein Watermelon Juice ist auch done. Eins, was nicht illegal ist, ist unsere Muffin vs. Coconut Donut. Aber der Coconut Donut, ich sag dir, der ist mehr wert als ein Muffin von der Psychologie. Denkst du, schaffen 10K? Ja. Denkst du, schaffen es? Wenn wir jetzt den Kuchen finishen, dann ja. Wünsch aber gerade nicht. Ja, natürlich nicht. Schaffen wir die 10K oder nicht? Muss ich dazu bringen, Essen einfach rauszupacken. Ja, aber wie? Laufen. Auch Massage im Uhrzeigersinn. Sicher. Ja. Was so verlaufen deine Gedärme, damit hilfst du, dass alles so in Motion bleibt. Alles ist in Motion. Wenn jetzt jemand vorbeikommt und die Cam rippt und den Gimbal, Bro, man kann nicht mehr rennen. Das hier ist im Prinzip, was übrig geblieben ist bei mir. Ein Löffel. Plus die Schokolade. Bei Jonas noch das hier. Plus die Schokolade. 6000 Kalorien von 10.000. Da kommen ja noch 4K. Die Uhrzeit ist 16:55 Uhr. Nach 8 Stunden fällt das Handtuch. Ich weiß nicht, ob Feldon gleich kotzt, aber wenn ja, dann sehen wir es zumindest live. Wir sind jetzt hier noch beim 7-Eleven, um den nächsten Drink zu holen. Der Watermelon war schon ganz gut. Mal schauen, was wir hier finden. Wir haben ein frisches Getränk und wir finishen jetzt den Kuchen. 17:21 Uhr. Die Zeit läuft uns davon. Macht keinen Spaß, gell? Wenn ich an diesen Glaze und den Donut denke, dann drücke ich so zusammen, Bro. Das ist krank. Ich hab echt PTSD davon. Ich mein's wirklich ernst. Das Ganze hier baller ich mir jetzt rein. Nein! Nein, du kannst nicht machen! Du kannst nicht machen! Du kannst nicht machen! Nein! Niemals! Feldon ist the GOAT! Geht's runter! Die Schokotafel, die wir bekommen haben. Junge! Ich bin dran! Ja! Thank you! Thank you, sir! I'm finished. Mein Drink ist auch schon demnächst leer. Der letzte Löffel nach 2 Stunden Kuchen essen. Saug den ab. Das ist die Schale. Wie ihr seht,
leer. Schokostücks jetzt hier. Wenn es jetzt nicht auskotzt, bist du fertig. Bro, taktischer Kaugummi, ganz schnell. Boah. Ich glaube, es ist wirklich das härteste Essensmäßige, was wir je gemacht haben. Ich bin kurz davor, ich meine ernst, ich bin wirklich eins davor gerade. Junge, wer sich so ein Stück ernsthaft bestellt, der muss ein Monster sein. Jackson einfach hier. Where you guys from? Germany. Shout out to Germany. I love you, Germany. Mein zweiter Drink ist soeben leer gegangen. Kommt nichts mehr raus. 340 Kalorien. Sorry, this goes to downtown, right? Also Leute, wir sitzen im Bus in Richtung andere Seite. 18:42 Uhr. Nach dem Cake gab es erstmal kurz ein bisschen Pause. Also der Tag geht jetzt noch 5 Stunden und 15 Minuten. So lange haben wir, um die 10.000 Kalorien voll zu bekommen. Deswegen müssen wir jetzt attackieren. Wir sind aktuell bei 6.100 Kilokalorien. Status-Update nach 6K. Was sagst du? Also gerade hittet es. 13.600 Schritte. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Fastfood. Wir haben keine Zeit mehr, aber deswegen ballern wir jetzt einfach, was wir noch übrig haben. Das eine Item, das wir nicht gegessen haben. Bei mir ist es ein Muffin. Bei mir ist es ein Donut. Ich habe noch hier ein bisschen was zu trinken. Das ist mein Progress so far. Ich esse und esse, das ist passiert. Das sagt das Video, wird 400 Views kriegen. 400 Views, nicht mehr. Wenn das Sag nicht jetzt. mehr als 400 Views bekommt, dann mache ich nicht mehr Big Fat, das wäre scheiße. Übrigens müssen wir gleich 2 Kilometer zum Laden laufen. Ich trinke nur noch jetzt von dem Zeug hier. Ich werde nicht mehr essen, weil wir ja noch jetzt zum Restaurant gehen. Wir marschieren hier 2,3 Kilometer, volle Montur. Alles, was wir für diese Reise dabei haben, kommt mit. Den trinke ich jetzt auch leer. Das sind ja die 340. Es ist done. Willkommen zu unserer nächsten Destination. Und zwar ist das Hooters. Also wir haben uns entschieden, hier einmal so einen Eistee zu nehmen. Der hat 250 Calories und dazu haben wir dann noch Lobster Tots mit 1310 Calories. Die ballern wir jetzt und dann sind wir so gut wie fertig mit der Challenge. Ich glaube, das sind wir bei 8000 oder so. Die Eistees sind halt riesig. Das Essen ist angekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. God bless America. 21:10 Uhr. Vegan is strong here. Das sind die einfachsten 1300 Kalorien des Tages. Der Kuchen hatte genauso viel wie das hier. Wir sind innerhalb von 25 Minuten schon fast fertig. Aber mein zukünftiges Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast nicht 100 Milliarden Pickel. Ich spüre, wie mein Blut irgendwie so ganz schnell hier durchkommt. High Blood Pressure. Deswegen schaue ich da raus und dann ist dabei kommt nichts mehr. Das ist der letzte. No, I'm dead inside and outside. 8 kg. Ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt. Da ist alles egal. Ich juck gar nichts mehr. Wir sind dann mit dem Essen, es ist mittlerweile 22:08 Uhr. Wir haben noch knappe 2 Stunden Zeit für 2000 Kalorien. Pro Stunde 1K. Brauchen wir. Recommendation für den ganzen Tag. Und wir müssen es jetzt in 2 Stunden machen, nachdem wir schon 8 geballert haben. Das waren gute Calories. Aber jetzt ist es mittlerweile 22:30 Uhr. Wir haben noch genau 2000 Kalorien. Das heißt, in 90 Minuten müssen wir jetzt 2000 Kalorien essen. Das wird so sportlich, wow. Deswegen rennen wir jetzt wahrscheinlich zum nächsten Kiosk. Das und war's. fetzen uns irgendwas rein. Das war's komplett. Oh, Bro, das wird einen Kotzstrahl gleich geben. Und die Regel steht noch, wer sich übergibt, bekommt minus 1000. Das war's komplett. Oh, ich sag jetzt schon, ich werde es nicht schaffen. Shut up. Direkt gegenüber vom Hooters ist der McDonald's. Und es gibt jetzt um 22:30 Uhr den Final Push at McDonald's. 2K ist tragisch in 90 oder Minuten. nichts. In 90 Minuten 2K. Oh, wie soll das gehen? So werde ich auf der Toilette sein heute Abend. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir holen uns jetzt 720 Calories, 2 Large High Seed Oranges, die wir uns fetzen müssen in 1,5 Stunden. Dann fehlt uns noch 1,4. 4-mal OSC. Beim Maggie, Bro, das ist doch die schlechteste Order, die ich je gesehen habe. Das sind die größten. Jetzt seht ihr meine Hand. 1 Stunde 20 für 2 von den Oshis each. War's. Lust noch mal mehr. Mein erster ist schon fast leer. Bei Feldern sieht es nicht so gut aus. Wir müssen jetzt übrigens 2 Kilometer zum nächsten 7-Eleven laufen. Und dort gibt es dann nochmal die letzten 1300 Kilokalorien. Und jetzt ist es 22:45 Uhr. So, 2 Kilometer Marsch durch die Dunkelheit in der Hood. Wie hast du es leer getrunken so schnell, hä? Wie ein Ochse trinke ich das Ding. Okay, erster Drink ist leer. Uns geht's nicht so gut. Beschissen, ja, das war nicht so gut. Die Health Bar ist bei Feldern vielleicht bei 1%. Max 1. Ich bin hyped. Bei mir ist ungefähr 15%. Wir sind jetzt etwa 1,5 Kilometer gelaufen. Das waren die härtesten unseres Lebens. Du sinkst einfach in den Boden. Es ist wie, als ob du eine andere Anziehungskraft hast. 23:36 Uhr. Wir haben hier noch Donuts. Den esse ich jetzt erstmal fertig. Das war noch der von Dunkin' Donuts. Wir sind noch by the way vom 7-Eleven. Das ist so dicker Teig.
Der ist massiv. Der letzte Schluck von meinem Drink. Und nach dem Brecher und diesem Donut muss man noch 1100 Kalorien essen. Es ist dieses Stück übrig geblieben vom Muffin. Jetzt haben wir um 9 Uhr angefangen. Jetzt haben wir mit fucking dieser Scheiße angefangen. Dunkin' Donuts. Das letzte Stück von diesem Drecks-Donut hier. 240. Jetzt sind wir bei 9,2. 400 pro Container. 400, okay. Zwei Stück ballern pro 2 Stück each und wir sind durch. 2 ballern und damit ist die 10K erledigt. Das sind die letzten Minuten. Der Tee ist sogar lecker. Zweiter Cup. Ich hab nur noch so ein bisschen Juice. Fertig. Hat seine Reese's fertig. Ben hat seine Reese's schon fertig. Ich muss noch 2 Stück essen, Digga. Diese letzten Reese's Cup ballern wir jetzt noch. Ben hat noch ein bisschen Juice. Aber sonst schön ist dann. Der letzte Reese's Cup. Das ist so Schokolade mit Erdnuss gefüllt. Und es ballert komplett rein. Letztes Stückchen. Ja, ich hab's geschafft. Fertig. Oh mein Gott. Hey, er muss noch seinen Juice hier machen. Mach das fertig jetzt. Dann sind wir raus hier. Halleluja. Halleluja. We made it. Oh. You know what this means. Wir haben die 10K geschafft. Aber at what cost? At what cost? A big one. About to go to the hospital cost. Das war die letzte Folge. It's Phaedon hört hiermit auf. Hoffentlich gibt es keine Folgewirkungen und Folgeeinschränkungen, die sich mitziehen werden jetzt in den kommenden Tagen. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Danke fürs Zuschauen. Macht's nicht nach. Auf gar keinen Fall. Wir gehen jetzt erstmal zum Flughafen und pennen da drin. Mit 10.000 Kilokalorien mehr auf den Rippen haben wir uns ins Uber Richtung Flughafen gesetzt. Da unser Flieger um 3 Uhr morgens abhebt, wollten wir die Nacht im Miami Flughafen, besser bekannt als der Kühlschrank, verbringen. Wir haben den Flughafen in Tanktops betreten, nichts ahnt, dass uns drin die pure Eiszeit erwarten würde. Jeder um uns herum war in Winterjacken oder Decken eingewickelt und wir nur in unserer frisch antrainierten Speckschicht. Ich glaube, so kalt war es noch nie. Nirgendwo. Nicht mal in Hanoi. Hanoi war wärmer als dieser Refrigerator hier. Die 10.000 Kalorien halten mich warm. Die halten mich gar nicht warm. Lieber schmeiße ich mich in die Arktis, als noch eine Nacht im Miami Airport zu verbringen. Nach endlosen Stunden war es endlich 3 Uhr und unser Flieger holt uns aus der Tiefkühltruhe ab in Richtung Strand und Sonne. Miami war wirklich eine geile Zeit. Die Stadt ist geil, aber es sind vor allem die Leute und der Vibe, die sie so besonders machen. Alle sind super offen, jeder fühlt sich wie der absolute Main Character und niemand lebt seinen Tag einfach so vor sich hin. Und der Muscle Beach ist eine ganz klare 10 von 10. Insgesamt sind wir über 5 Tage in Miami knapp 95 Kilometer gelaufen. Die Preise sind natürlich absolut nicht vergleichbar mit Südostasien. 5 Tage in Miami sind knapp 920 Euro. Deswegen schnell weg hier und ab zum Nachbarland. Und zwar sind wir mit dem Flieger nach Cancun, Mexiko geflogen. Und auch hier heißt es wieder neue Stadt, neue Challenges und neue Abenteuer. Dort wartet nämlich auch schon das nächste Brett auf uns, unsere Bestrafung. Da wir nicht alle Challenges in Miami erfolgreich abschließen konnten, habe ich eine Instagram-Umfrage gestartet, in der ihr über unsere Bestrafung entscheiden durftet. Also Leute, wir haben es nicht geschafft, in Miami alle Challenges zu erfüllen. Dementsprechend wird es jetzt einen Poll geben und ihr dürft entscheiden, welche Bestrafungen wir in Cancun machen dürfen. Was ist deine Meinung dazu? Welche Bestrafung es am Ende wurde und ob wir sie überlebt haben, seht ihr dann in Folge 3 der Mittelamerika-Reise. Schreibt ehrlich in die Kommentare, wo ihr hingeschaut habt die ganze Zeit. Zum Beispiel jetzt. Irgendwie wird's ja richtig abgehen. Ach du Kacke. Bro. El Scam de Maya. Diese Situation gerade ist eigentlich aussichtslos. Wir sind in irgendeinem Ghetto, Bro. Keiner weiß, was hier abgeht. Das ist mal wieder das letzte Video von uns.